Moin Moin und herzlich willkommen zum mittlerweile 350. TWS Freitagsvideo. Ja, seit 350 Freitagen gibt's nun schon diesen Kanal und wie ihr sehen könnt, ist noch jede Menge kreative Energie vorhanden. Kürzlich bin ich beispielsweise über diese günstige Plasmakugel gestolpert, die sich wahlweise per Batterien oder USB betreiben lässt. Und schon war die Idee eines Plasmagenerators für Sci-Fi-Spieltische geboren. Wer mag, kann so einen Plasmaball natürlich auch direkt auf seine Spielplatte stellen. Aber da mir der podestartige Sockel nicht gefällt, wird in den folgenden Minuten eine neue Unterkonstruktion gebaut. Ich nehme dafür Hartschaum und schneide ihn mit dem Proxxon Thermocut und der erweiterten Kreisführung von Perwall vorwiegend rund. Aber natürlich könnt ihr euren Plasmageneratorsockel auch aus anderen Materialien und/oder eckig bauen. Messt in jedem Fall die Höhe des eigentlichen Sockels aus, die untere Breite bzw. den unteren Durchmesser und auch den Durchmesser bzw. die Breite am Übergang zur Kugel. Notiert euch diese drei Maße für später. Wie gesagt, ich verwende Hartschaum und schneide zunächst einen möglichst hohen Zylinder von 14 cm Durchmesser zu. Größer sollte der Durchmesser nämlich nicht sein, denn sonst passt der Zylinder später nicht unter den Arm des Proxxon Thermocut. Schneidet von der Unterseite mit dem Loch eine dünne Scheibe als Schablone ab, um die Zylindermitte später auf die einzelnen Sockelscheiben übertragen zu können. Denn nun werden insgesamt 4 Sockelscheiben abgeschnitten. Eine von 2,5 cm Höhe, dann eine 1 cm hohe Sockelscheibe, danach eine 1,5 cm hohe Sockelscheibe und schließlich noch eine 0,5 cm dünne Sockelscheibe. Übertragt nun mit der Schablonenscheibe den Mittelpunkt auf alle 4 Sockelscheiben. Stellt den Draht eures Proxxon Thermocut dann auf zum Beispiel 45 Grad und steckt die 2,5 cm hohe Sockelscheibe auf eure Kreisführung. Schneidet etwa 0,5 cm tief in die Scheibe hinein und dann rundherum eine Schräge ab. Die obere Seite sollte nun in etwa einen Durchmesser von 13 cm haben. Stellt bei eurer Kreisführung nun 12 cm als Durchmesser ein und schnappt euch die 1 cm hohe Sockelscheibe. Diese wird nun ganz einfach von 14 cm auf 12 cm gekürzt. Legt diese gekürzte Sockelscheibe dann mittig auf die 1,5 cm hohe Sockelscheibe und markiert an einer Stelle den Übergang. Stellt den Draht danach auf etwa 10 Grad schräge und steckt die 1,5 cm hohe Sockelscheibe mit der Markierung nach oben auf die Kreisführung. In diese Scheibe wird nun bis zur Markierung hineingeschnitten, um sie dann rundherum anzuschrägen. Als nächstes folgt ein optionaler Schritt für alle, die die 1 cm hohe Sockelscheibe am äußeren Rand später noch mit einer interessanten Textur bekleben wollen, zum Beispiel mit Fliegengitter oder einer Plastikmatte. Dafür wird die 1 cm hohe Sockelscheibe nochmals etwas verkleinert, aber nur um etwa 2 bis 3 mm. Und das war's dann auch schon mit dem optionalen Bauschritt. Übereinander gestapelt sieht euer Sockel mit den 4 Sockelscheiben nun so aus. Jetzt geht es ans Aushöhlen der 3 unteren Sockelscheiben. Schneidet entsprechend der Maße eures Plasmaballsockels passende Öffnungen aus den 3 Scheiben heraus. Lasst dabei immer rund 2 bis 3 mm Spielraum, denn die Scheiben sollen später von oben locker über den Plasmaball gestülpt werden können. Ist das erledigt, geht's an die 4. und dünnste Sockelscheibe. Hier werden 5 Linien zur Mitte hin eingezeichnet, jeweils mit 72 Grad Abstand dazwischen. Sprich, unterteilt die Scheibe in 5 gleichmäßige Segmente. Stellt nun an eurer Kreisführung den anfangs ermittelten Durchmesser beim Übergang zur Kugel ein und schneidet entlang einer Linie in die Sockelscheibe hinein. Danach wird dann einfach das Innere herausgeschnitten und die Sockelscheibe entlang der anderen Linien in 5 gleich große Teile zerschnitten. Dies sind nun die Podestplatten auf eurem Sockel. Nehmt dann die Reste von zum Beispiel einem feinen Netz, einem Fliegengitter oder einer Plastikmatte, um diese 5 Platten zu bekleben. Tragt dazu gleichmäßig und dünn etwas Leim auf eure Platten auf und klebt sie dann auf den gewählten Untergrund.
Genauso könnt ihr auch den Rand der 1 cm hohen Sockelscheibe bekleben, solltet ihr euch vorhin für den optionalen Bauschritt entschieden haben. Nach dem Trocknen werden dann alle Überschüsse vorsichtig abgeschnitten. Zudem können bereits die 3 Sockelscheiben übereinander geklebt werden, damit alles gut durchtrocknen kann. Und wer den Plasmaball per USB-Kabel betreiben möchte, sollte noch eine passende Öffnung hineinschneiden. Jetzt folgt ein weiterer optionaler Bauabschnitt, um außen für einige Stützpfeiler zu sorgen. Die sollen innen und außen natürlich auch abgerundet sein, damit sie perfekt zum Sockel passen. Der bisherige Durchmesser des Sockels beträgt ja 14 cm, daher wird nun ein etwas größerer Wert eingestellt, in meinem Fall 17 cm. Dann wird ein möglichst hoher Hartschaumblock von in meinem Fall 10 cm auf die Kreisführung gesetzt. Und zwar etwa 1 bis 2 cm von einer der Ecken entfernt, um etwas mehr als einen Viertelkreis abzuschneiden. Von der Einstichstelle bzw. dem Kreismittelpunkt aus wird das Bauteil nun in 5 gleich große Segmente unterteilt. Ich habe jeweils 20 Grad als Abstand gewählt. Die Enden der Linien werden dann auf die runde Außenseite übertragen. Setzt das Bauteil wieder auf die Kreisführung und stellt einen Durchmesser von 13 cm ein. Danach wird an allen 6 Markierungen in das Bauteil hineingeschnitten. Mit der erweiterten Kreisführung von Perwall funktioniert das optimal. Wer die nicht hat, kann das natürlich auch freihand machen. Nehmt dabei aber eine Führungsschiene als Auflage für euer Bauteil zu Hilfe. Verschiebt danach den Draht für eine 30 Grad Schräge, um das Bauteil entlang der Einschnittstellen schräg abzuschneiden. Zum Abschluss wird nun der Durchmesser des Sockels auf 14 cm eingestellt, um aus dem Bauteil genau 5 angeschrägte Stützpfeiler herauszuschneiden, deren innere Rundungen genau der Rundung des Sockels entsprechen. Wie gesagt, das ist rein optional, aber eine gute Übung, um mehr aus einem Proxxon Thermocut herauszuholen. Und so sehen alle Bauteile dann zusammengesetzt aus. Fehlt nur noch die Bemalung. Dafür nehme ich ganz einfach ein Orange und ein Schwarz. Zuerst werden alle Stützpfeiler und Plattformsegmente orange bemalt. Damit die Farbe optimal deckt, mische ich dieses Mal kein Wasser, sondern nur etwas Leim zum Versiegeln bei. Ins restliche Orange kommt dann Schwarz und abermals nur etwas Leim, um nun den Sockel zu bemalen. Nach dem Trocknen erfolgt nur noch ein Trockenbürsten mit einer Metallfarbe. Wer jetzt noch etwas für Verwitterung sorgen möchte, kann mit einem dunklen Braun oder Grau und einem Schaumstoffstückchen einige Farbabplatzer auf die Kanten der orangenen Teile tupfen. In größere Farbtupfer lässt sich dann noch eine Metallfarbe malen, damit es so aussieht, als sei an diesen Stellen die orangene Farbe bis aufs blanke Metall abgeplatzt. Natürlich können auf allen Bauteilen auch noch schwarze oder braune Washes zum Einsatz kommen. Allerdings wirken pure Washes auf dem Orange schnell unschön schmutzig, daher verdünne ich dieses Mal die Washes stark bzw. pinsel die orangenen Teile erstmal komplett mit Wasser ein. Nach dem Trocknen wird zunächst der Plasmaball in den Sockel eingeklebt. Das geht am besten mit Heißkleber, wobei ihr natürlich auf den Stromanschluss und den Schalter achten solltet. Abschließend werden die orangenen Bauteile mit Holzleim angeklebt. Und nach dem Trocknen wäre euer Plasmagenerator dann auch schon spielbereit. Und das war's auch schon mit dem 350. TWS Freitagsvideo. An dieser Stelle einmal vielen herzlichen Dank für euer unermüdliches Interesse seit über 6,5 Jahren, euer tolles Feedback in den Kommentaren und eure großzügige Unterstützung via Patreon, PayPal oder indem ihr die Affiliate-Links in den Videobeschreibungen nutzt. Und nun viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!